Schmerzen wegatmen. Allein wenn ich das schon sage, dann klingt das für mich erstmal ziemlich unglaubwürdig. Wenn mir das früher jemand erzählt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ganz schön skeptisch gewesen. Aber bei einem bestimmten Schmerz im unteren Rücken, da habe ich genau das erlebt. Und wenn du meine Videos schon länger schaust, dann weißt du, sowas sage ich wirklich nicht leichtfertig. Für mich ist es wirklich so, als hätte ich diesen Schmerz weggeatmet. Und das wird sicherlich nicht bei jedem funktionieren, aber ich werde dir gleich noch genauer erzählen, welche Atmung da bei mir geholfen hat. Doch vorher muss ich noch eben kurz erklären, um was für einen Schmerz es da überhaupt ging. Denn vor knapp 3 Jahren, da habe ich mir nämlich einen Lendenwirbel gebrochen und da wurde ich in diesem Bereich auch operiert. Und seitdem spüre ich meinen Rücken dort stärker als früher. Das ist nicht immer gleich schlimm, aber ich komme eben schneller in die Schmerzen und ich bin dort nicht besonders belastbar wie früher, trotz Training. Und genau diesen Bereich, den habe ich bei einer bestimmten Atmung deutlich gespürt und ich konnte die Schmerzen bei mir damit ziemlich schnell in den Griff bekommen. Und bevor ich dann nun gleich zu dieser Atmung komme, möchte ich noch ganz kurz über 2 Dinge sprechen, die mir allgemein bei Schmerzen oft helfen. Und falls du die schon kennst, dann bleib trotzdem kurz dabei, denn das dauert nicht lange und gleich danach komme ich zu dieser Atmung, die bei mir ja nun wirklich was verändert hat. Der erste Punkt ist Magnesium. Das nutze ich auf 2 Arten. Ich erkläre das kurz. Magnesium, das ist bei mir nichts, was ich nur ab und zu nehme oder so. Nicht, wenn die Schmerzen stärker werden, sondern ich nehme das täglich ein, verteilt über den Tag. Und für mich ist das eher eine Grundlage, weil ich merke, dass ich ohne Magnesium viel mehr zu tun habe mit Krämpfen, mit Spannungen, mit Schmerzen und auch mit schlechterem Schlaf. Also ich schlafe wirklich schlechter, wenn ich nicht genügend Magnesium zu mir nehme. Aber zusätzlich zu dem nutze ich Magnesium auch noch äußerlich und zwar über die Haut, also Magnesium über die Haut aufgenommen. Und das ist dann sowas wie mein Soforthelfer. Ich nutze dafür Magnesiumchlorid, vor allem dann, wenn ein bestimmter Bereich sehr fest ist oder wenn sich die Muskulatur richtig verspannt anfühlt. Und wenn dich das genauer interessiert, dann schau mal in dieses Video hier rein. Da zeige ich, wie ich Magnesium äußerlich anwende, wie ich das genau mache, was man da beachten muss, welche Möglichkeiten es gibt. Der zweite Punkt ist Bewegung. Und da bin ich ganz ehrlich, Bewegung ist überhaupt nicht mein Ding. Das denken immer alle, aber das ist nicht so. Vor allem, wenn die Schmerzen mal präsenter sind, dann habe ich gar keine Lust darauf. Aber wenn ich mich zu wenig bewege, dann geht es meinem ganzen Körper schlechter, nicht nur dem Rücken. Und bei mir war das lange so, da gingen schon innerlich die Alarmglocken an, wenn ich das Wort Bewegung nur gehört habe oder womöglich noch Sport, noch viel schlimmer. Alles in mir hat sich dann gegen diesen Gedanken gewehrt, gegen diese Bewegung. Aber ich glaube inzwischen, ich habe einfach nur meinen eigenen Anspruch viel zu hoch gehängt. Heute ist Bewegung für mich einfach nur ein bisschen Bewegung, die ich über den Tag verteile. Keine großen Programme oder sowas. Okay, morgens laufe ich oft eine halbe Stunde, aber das soll jetzt hier nicht der Maßstab sein, darum geht es ja nicht. Es geht ja um einen selbst, also um das Individuelle, was verträgt jeder. Es geht vielmehr darum, im Laufe des Tages immer mal wieder aufzustehen, ein bisschen rumgehen, vielleicht ein paar Übungen machen. Nichts, was überfordert, sondern einfach nur im Bewegungsmodus bleiben. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Aber trotzdem gibt es dann eben Schmerzen, die dadurch einfach nicht verschwinden oder die damit eben einfach nicht weggehen. Und genau da kam bei mir diese Atmung ins Spiel und das war auch völlig unerwartet. Ich kann dir nicht sagen, ob das bei dir genauso funktioniert und das ist auch keine bewiesene Methode. Das ist nicht wissenschaftlich getestet. Das habe ich sozusagen selbst erfunden. Ich erzähle dir nur, was ich gemacht habe und was bei mir passiert ist. Ich habe dabei eine Atemübung verändert und manche von euch kennen diese vielleicht. Das ist die 4-7-8-Atmung. Aber bei mir war es eben nicht einfach nur 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten und dann 8 Sekunden ausatmen. Ich habe das ein bisschen, ja, sagen wir mal, ergänzt. Ich habe nach dem Einatmen, also nach diesen 4 Sekunden, da habe ich nochmal nachgeatmet und zwar richtig tief.
Also nicht nur einatmen und dann halten, sondern einatmen, 4 Sekunden, dann nochmal ganz bewusst tief nachgeatmet, so als würde ich den Atem noch tiefer ziehen. Gedanklich habe ich mir mal vorgestellt, bis in den Kopf hinein, bis hier oben an die Kopfhaut. Also richtig deutlich. Wichtig ist aber, bitte nichts erzwingen, ganz wichtig. Genau dabei habe ich die Muskulatur von meinem unteren Rücken deutlich gespürt. Und diese Spannung in der Muskulatur, die ich da gespürt habe, die habe ich dann gehalten für ungefähr 7 Sekunden. Und danach habe ich wieder langsam ausgeatmet, ungefähr 8 Sekunden lang. Und das Ganze habe ich mehrfach wiederholt, ungefähr 10 Minuten. Und dabei ist es dann passiert, die Schmerzen sind ziemlich schnell zurückgegangen. Nicht nur ein bisschen, sondern so deutlich, dass ich selbst erstaunt war. Das konnte fast gar nicht sein. Und für mich fühlte es sich dann eben wirklich so an, als hätte ich diese Schmerzen weggeatmet. Tja, ich weiß, wie merkwürdig das klingt, aber so war es bei mir. So, als hätte ich über diese Atmung Muskeln und Bereiche aktiviert, die ich sonst gar nicht richtig erreichen kann mit irgendwelchen anderen normalen Übungen. So kommt es mir jedenfalls vor. Und ich merke, wenn ich diese Atmung regelmäßig mache, dann fühlt sich der Bereich viel stabiler an. Ja, und dieses Mal bin ich echt richtig gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Und wenn ich schon bei Soforthelfern bin, neben dem äußerlichen Magnesium und dieser Atmung gehört bei mir auch mein Massagegerät dazu. Gerade jetzt hatte ich wieder eine Phase, in der meine Schulter- und Nackenbereich deutlich verspannter waren. Warum auch immer, ich weiß es nicht, warum es jetzt so war. Es war so eine Phase. Und in solchen Phasen, da merke ich einfach, dass mir Wärme, Massage und dieses Durcharbeiten der Muskulatur mit diesem Gerät wirklich gut tut. Und ich nutze dafür seit Jahren das Gerät von Donnerberg, das Massagegerät. Und weil ich dazu schon ein eigenes Video gemacht habe, verlinke ich dir das hier jetzt. Da erzähle ich genauer, wie ich das Gerät nutze, was mir daran hilft und in welchen Situationen ich es besonders benutze, an welchen Stellen ich es benutze. Und wenn dich das interessiert, schau da gern mal rein.